How's it going, everybody? I'm very keen to present you the Chile documentary of the Circleboof Team. The boys have been going to Chile for 3 months to go whitewater kayaking, and they have taken home some wicked stories for me to tell you in this 4-part documentary. And I know the video is very long, so I'm gonna keep the intro short, but I need to say here, if you are watching this and you have not subscribed to any of the Circleboof Team accounts, Instagram, YouTube, whatsoever, I have linked them everywhere in this video, like underneath here and somewhere here. And you should definitely have subscribed to them before you watch this. Please help out the Circleboof Team. And the last thing I need to say here is the documentary is in German, so we have to turn on the English subtitles somewhere here in YouTube. Alrighty, let's go! Man, du hast richtig Bock wieder auf Wandern, oder? Ja, total. Ich hab mich verlaufen im Dschungel. Buena, muy buena. Ja, ein bisschen scared, aber... In 3 Tagen fliegen wir los nach Chile. Die politische Lage da ist gerade wieder ein bisschen scheiße geworden, aber wir sind optimistisch. Wir sind alle höchst am Packen und Wiegen von unseren Materialien. Hier packe ich so alles. Das Boot ist schon voll gepackt mit meinem Material und Stuff. Ich habe es jetzt gewogen mit dieser Zugwaage, die Lasse mir geliehen hat. Ich hatte 30,5 Kilo. Ich glaube bis 32 darf ich. Das wird mein Handgepäck und das ist mein Gepäckstück, was ich aufgebe. Ich hätte den am liebsten natürlich ins Boot getan, aber dann hatte ich schon, als ich das alles drin hatte, ein Gewicht von 33 Kilo im Boot und das geht leider nicht. Ich kann schon recht schlecht schlafen, weil ich so aufgeregt bin. Und wir hoffen, es beruhigt sich da jetzt politisch. Wir sehen uns spätestens in Chile. Ciao! Jetzt geht's los! It feels so good, it feels so good, it feels so good. Oh my, gonna make my move. I'm all in, got nothing to lose. Oh my, gonna shake it off. It ain't no thing, it ain't no thing. Oh my, doing what I want. Gonna do my thing, do my thing. Way up high and take it low. I'm feeling right from head to toe. Light it up and let it roll. Here I go. Are you ready? Ready to go? Are you ready? Ready for more? Are you ready? Ready for me? Oh my, you ready? Ready or not, we going. And I can't stop. Are you ready?
and roll the dice. Moin! Wir sind gerade im wunderschönen Chile gelandet. Lasse hat uns just in time abgeholt. Wir haben die Boote aufs Dach gepackt. Und jetzt sind wir hier beim Local River Rio Maipo. Ja, so ein eher wuchtiges Ding. Dreier, Vierer. Easy zum Warmpaddeln. Deine Kamera. Ja, sie filmt aber immer noch. Ja? Gerne mal. Ist alles normal aufgenommen. Wir sind auf Rio Maipo. Also erstmal ein bisschen warm paddeln. Das ist im Trockenanzug, wird das wahrscheinlich nicht so das Problem sein. Bei 30 Grad im Schatten. Wenn dann mal Schatten ist, hier ist irgendwie voll die Wüste. Aber so ist das hier halt in Nordchile. Wir haben 32 Grad und jetzt gehen wir paddeln. Was wollen wir? Maipo. Maipo. Wunderschön. Ja. Was ist der Vorteil davon im Gegensatz zum anderen? Kühlung. Kühlung. Ah. Kennst du das, wenn hier sehr warm ist auf dem Fluss? Ja, kenn ich. Kühlung. Kühlung. Du möchtest es kaufen? 2.500. Freundschaftspreis. 2.000. 2.000. 2000? 2.000 nur für dich. Kurzes Interview, erzähl mal was. Ja, war ganz geil heute. Jetzt morgen fahren wir weiter. Ich hab Bock, auch mal weiterzufahren. Hier in Santiago stehen wir die ganze Zeit im Stau und es ist heiß und ein bisschen nervig zu fahren. Ja, jetzt geht's mal Richtung Claro. How to fix your kayak. Are you stark?
Ihr Kajak ist offensichtlich kaputt. Wie versuchen Sie jetzt, Ihr Kajak zu reparieren? Was haben Sie bisher für Arbeitsschritte gemacht? Also, als erstes habe ich es kaputt gemacht. Das ist das Wichtigste, wenn man es flicken will. Das habe ich sehr erfolgreich heute geschafft, bin gegen Stein gefahren. Jetzt haben wir einen Riss von hier, einmal hier lang bis da. Das habe ich wieder scheiße gefahren. Ja, ich bin mal... Als erstes habe ich jetzt schon ein Loch an das Ende von dem Riss gebohrt und an das andere Ende von dem Riss werde ich auch noch ein Loch bohren, damit der Kraftfluss rund ist und der Riss nicht weiterreißen kann. Jetzt werde ich versuchen, ein bisschen was rauszuschneiden aus dem Riss, sodass ich Füllmaterial einbringen kann unter Wärme. Langweilig, mach Zeitraffer! Fazit des Flickens, kurz zusammengefasst. Man kann das nie so genau sagen. Ich hoffe, es hält. Es kann halt auch geil aussehen und scheiße sein. Und es kann auch scheiße aussehen und geil sein. Man weiß es nicht. Tag 4. Wir fahren zum Bach. Wir fahren jetzt schon seit 20 Minuten auf dieser Straße. Die Landschaft ist jetzt endlich mal traumhaft. Wo sind wir? Was ist das für eine Straße? Wir sind hier eine Straße hochgefahren. Keine Ahnung, ich habe mal wieder geschlafen. Ernsthaft? Ja, normal. Was geht ab, meine Damen und Herren? Wir sind gerade beim Mauro losgefahren. Jetzt sind wir am Teno oder so. Und Mauro hat uns den Einstieg hier gesagt. Ist aber ein bisschen langweilig bisher. Ich glaube, wir fahren gleich weiter hoch und gucken, was da abgeht. Wir sind hier am Rio de Janeiro. Und auf jeden Fall steigen wir drei hier jetzt ein. Die anderen kommen später dazu, weil das Nutten sind. Ernsthaft? Wir shutteln euch und wir zeigen euch das Nutte. Schön, nicht schön. Schön, nicht schön. Ajo! Was ist los? Wo ist durch? Komm mal her. Da. Ist der durch? Ja, hier so. Guck mal. Aber der hier. Ach so. Wir sind am Rio Teno, also eigentlich wollten wir weiter zum Rio Claro, aber ein Einheimischer hat uns gesagt, dass wegen den Protesten die Autobahn gesperrt ist. Deswegen mussten wir uns jetzt einfach hier am Fluss niederlassen und jetzt machen wir ein kleines Feuerchen und wir hoffen, dass es keine Probleme Mit den Taranteln gibt. mit den Taranteln, der Polizei oder sonstigen Sachen gibt. Was gab's zu essen, Christian? Empanadas. Morgen gibt es auch Empanadas. Gestern gab es auch Empanadas.
Ich mache ein Feuer aus Kuhscheiße. Also wir haben einen Sack voller Scheiße gefunden. Ey, aber wir können... Und das tun wir da jetzt rauf und es brennt ziemlich gut. Ja, guck hier. Scheiße brennt. Was geht ab? Wir sind hier am Rio Teno. Das ist unser Bauwau, der hat heute Nacht auf uns aufgepasst. Wehe, du klaust meinen Kaffee. Es ist 6:30 Uhr, wir können alle nicht mehr schlafen, weil die LKW-Parade begonnen hat. Unser Haustier von gestern Abend ist immer noch hier, hat mich heute Morgen schön angeschnauft. Je weiter wir nach Süden kommen, desto besser werden die Straßen. Läuft! Timo, fahr doch mal anständig. Filme! Groß Einkauf. Wir sind jetzt weitergefahren. Wir haben gestern in einem Laden im Fernseher gesehen, dass die Lage in Santiago gerade etwas angespannter wird und die Polizei und das Militär mit Wasserwerfern und Tränengas agiert. Die Protestanten haben brennende Barrikaden auf die Straßen gemacht und ich glaube, wir haben genau rechtzeitig Santiago verlassen. Jetzt sind wir gerade hier weiter nach Süden gefahren und auf der Autobahn sind uns bestimmt 6, 7 gepanzerte Wagen, Panzer allgemein und ganz viele Mannschaftswagen vom Militär entgegengekommen. Also es scheint recht angespannt in Santiago zu sein. Wir sind endlich am Rio Claro. Wir haben den Einstieg gefunden. Sind ungefähr eine Stunde zu weit in die falsche Richtung gelaufen. Und jetzt geht's da lang bis zum Flussbett, dann links runter. Wir sind jetzt schon 3 Stunden unterwegs! Am Flussführer stand eine Stunde. Ja, Digga. Und wir laufen jetzt noch mal eine Stunde. Ja, und der da hat richtig Bock. Der ist richtig motivated. Wenn sich jemand verletzt, dann heute. Weil wir einfach schon so durch sind, wenn wir auf den Fluss gehen, dann wird Zeitdruck. Und Es ist passiert. Ich wollte kurz absetzen und bin einfach nach hinten umgefallen wie so ein Käfer auf dem Rücken. Let's go, wir sind ein bisschen spät dran. Von daher sollten wir ein bisschen Gas geben. Each time she moves her feet, sweet darling. She heard the gunshots up the street, sweet darling. And now she can't fall fast asleep, sweet darling. Oh, oh, oh. And now she's gone, sweet darling, oh, losing herself in the city scene. Into the night,
Claro, ist kalt. Bier. Ich fand's mega geil. Wir haben uns zwar etwas verlaufen. 3,5 Stunden sind wir falsch gelaufen. Wir haben zwar etwas geflucht auf den Weg, aber es hat sich gelohnt. Bester Fluss der Welt, Rio Claro. Mega geil. Mega geil. Einfach nur fest. Also Chile pur. Chile pur. But she fears the street life, creep nightly, urban sightsee, you know how life be. Rightfully so, went after the dough. But when the cops came, all she had fell to the floor. United we stand, divided we fall. Wir sind heute in Rio Claro gepaddelt. Wir haben hier so einen Dude getroffen. Wir dürfen jetzt bei ihm wohnen. Die Gastfreundschaft der Chilenen ist sehr, sehr nett. Hey, cabrón. ¿Esta comida? Poco bueno. No problema. Mi casa, su casa. Ne, meins ist hier. Ein bisschen Reis. Einfach so ein Sag mal, was gibt's heute? Reis! Tag 4, heute ist Moklis Geburtstag. Zweiter Tag Rio Claro. Wir haben heute Nacht bei dem Typ, den wir gestern kennengelernt haben, auf der Terrasse geschlafen. So sieht das Ganze aus. Ich und Lasse sind schon wach. Anderen schlafen hier. Gestern beim Kochen gab es so große Insekten, die sind rumgeflogen. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst heute Nacht, dass ich irgendwie gefressen werde von Insekten oder von Taranteln. Aber gestern beim Hochwandern haben wir auch Taranteln gesehen. Die sind auch ganz schön gruselig, diese Tiere. Bäh. Sag mal, wie heißt es so schön? Wer morgens zerknittert aufwacht, kann sich tagsüber besser Einwichsen? entfalten. So Jungs, was geht hier heute ab? Mokli hat Geburtstag. Partytime. Schnell, bevor die Buchstaben wechseln. Nein, wir geben ihm das jetzt einfach so, sonst sieht man gleich. Flo! Okay, kannst du schnell auspusten. Das ist der ganze Kuchen voll mit Wachs. Da kommt ganz viel was runter. Alles Gute! Danke!
Wir fahren die 7 Tassen des Todes in Salto de Lalos. Wir müssen erstmal mal wieder hochtragen und dann wieder runter zu fahren. Um dann wieder von da aus? Um dann wieder von da aus hochzutragen. Das Ganze machen wir bei 30 Grad im Schatten. Wir sind gestern Abend vom Claro 3,5 Stunden bis 4 Stunden zum Jule gefahren. Ja, Jule. Wir sollen heute ein Festival starten. Wir haben hier einfach gepennt. Und das erste, was wir vom Festival sehen, ist, dass so langsam 4 Chilenen kommen mit einem Truck. Ja. Und sich mal so langsam den Fluss angucken. Aber das Festival soll in 40 Minuten starten. Die sind recht entspannt hier alle. Die haben aber auch schon gesagt, ja, so wenn das in einer Stunde weg ist, ist gut. Ja, zum Glück sind wir da noch mal reingefahren. Wir waren gestern so völlig verwirrt, wussten nicht, weil hier nichts aufgebaut ist, nicht mal irgendwie ein Pappschild. Weißt du? Und dann haben wir hier die Wiese gefunden. Ja, und jetzt sind wir genau goldrichtig. Wir sind gerade beim Rio Nuble und hier ist das Nuble-Fest. Und wir machen uns gerade fertig für unseren ersten Trainingsrun, weil wir starten hier. Anjol ist leider nicht da, das heißt, wir haben keine richtige Konkurrenz. Aber wenn wir mit halber Kraft paddeln, ist es für die anderen vielleicht trotzdem interessant, ne? Uns mal zuzugucken, wie wir gewinnen. So, kleines Zwischenfazit. Ich habe den 2. Platz auf dem Festival belegt. Ja, dann Sprint. Und du? Vierter war das, ne? 4. Sprint. Ja, wir sind beim Sprint. bin ich. 10. bin ich. Ich bin eine Sekunde hinter Flo, den weg da. 15. aber war noch schneller als Also, Chris. Mal auf die Zeit. Chris, wie schnell warst du? German Horsepower. Ich habe den 11. gemacht. Ich war genau einen hinter Hajo. Das war der Sprint hier beim Ich war schneller als Hajo, Lebensziel erreicht. beim Nuble Festival. Jetzt geht's zum Downriver.
Und morgen gibt's noch Slalom und noch irgendwas, glaube ich. Jetzt kommt erstmal 20 Minuten Motocross mit allen. Ja, Down River, wie King of Alps. Wir machen jetzt Motocross. Ja, nee, Down River, ne? Ach ja, Down River, ja. Ist wie King of Alps, sind ungefähr 20 Minuten paddeln, alle starten gleichzeitig und wer zuerst unten ist, hat gewonnen. Das war ein verdammt hartes Rennen. Ja, Mann, das war richtig hart. Aber ein Dritter. Dritter? Und du, Timo? Ich glaube 4. oder 5. Und wie lief's bei dir, Sven? Ah, geht so. Nicht so richtig gut. Aber ich bin zufrieden. War in Ordnung. Wie viele Leute waren noch vor dir? Zu viele. Drei in Sache. Oder hinter dir? Nicht mehr ganz so viele. Ja, das ist ja gut. So, Timo, was passiert jetzt? Tag 2 vom Festival. Heute ist Slalom dran. Und Alter, ist das eine hohe Rampe. Da sind bestimmt 7 Meter Rutschen und dann nochmal 3 Meter Flug. Ich glaube, da beschleunigt man richtig schnell. Ja. So, und dann geht's den Slalomkurs weiter, aber ich habe keine Ahnung, wo lang. Ja, die roten Tore von hinten durchfahren, die grünen von vorne. Da stehen ja immer so Nummern dran, das kriegen wir schon hin. Heute war das Slalom-Rennrad. Pretty anspruchsvoller Kurs, aber hat gebockt. Vor allen Dingen nach dem Abend gestern. 1, 2 Bier merkt man am nächsten Morgen dann doch. Ich glaube, das ist mit ein Top-Favorit hier beim Slalom. Slalom ist auch Favorit. Top 3 auf sicher. Ja, hoffentlich. Top 3 wahrscheinlich. Top 5, denke ich. Was gibt's hier Leckeres? Al mundo no comprende lo que se